Coole Modelle für einen heißen Sommer. Wer sehnt sich nach einem langen Winter nicht danach? Motor an, Verdeck auf, Sonne im Gesicht. Das sind die schnellsten Cabrios. Ein Roadster mit knurrigem Rennmotor. Der Audi TT RS hat die legendäre 5-Zylinder-Sportmaschine unter der Haube. Passt der Kultmotor zu seiner modischen Verpackung? Poserkarre oder High-Performance-Künstler? Das Mercedes-AMG C63S Cabrio lässt seine 510 PS starken V8-Muskeln spielen. Und? McLarens Kernkompetenz ist der Motorsport. Doch der 570S Spider soll Performance mit Stil und britischer Eleganz auf die Straße bringen. Ob ihm das gelingt? Er ist die Speerspitze der Audi TT-Baureihe. Der TT RS. Aggressiver Blick, fette Auspuffanlage, geduckte Haltung. Der Heckflügel zu auffällig für die einen, die Formen zu rund und brav für die anderen. Recht machen kann es der Audi TT RS sicherlich nicht jedem, aber ein Hingucker ist er schon durch das knallige Arablau. Seinem Fahrer bietet er einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Moderner Schick, Carbon hier und da und Sportsitze, die einen guten Halt bieten. Highlight? Das Lenkrad in Rennsportoptik mit Startknopf in optimaler Reichweite für den Daumen. Auch die verschiedenen Fahrmodi, von Komfort bis Dynamik, die unter anderem Lenkung, Motor und Dämpfer beeinflussen, lassen sich über den Drive-Select-Knopf direkt am Lenkrad auswählen. Die Idee zum Audi TT geht auf den NSU Prinz TT aus den 1960er Jahren zurück. Ein erschwinglicher Straßenwagen mit Rennsporteigenschaften. Die Marke NSU ist auch mit Motorrädern erfolgreich und gewinnt 1954 sogar die Isle of Man Tourist Trophy. Die TT ist bis heute das spektakulärste Motorradrennen der Welt und Namensgeber der modernen Audi TT-Baureihe. RS steht für Rennsport. Das weckt Erwartungen. Ganz so rasant wie ein Rennwagen stürmt der Audi beim Kickdown zwar nicht los, aber nach einer kurzen Gedenksekunde, dem Turboloch, schiebt er bedingungslos vorwärts. Beim Start mit Launch Control gibt es nichts mehr zu bedenken. Mit vorgeladenen Turbos schießt der TT, auch dank Allrad, in 3,9 Sekunden auf 100. In Sachen Traktion bleiben kaum Wünsche offen. Eine Lamellenkupplung verteilt die Kräfte frei zwischen den Achsen. Übersteuern ist wirklich nicht sein Problem. Aufgrund des Motorgewichts vorne neigt er eher zum Schieben über die Vorderachse. Doch dazu muss man schon weit in Richtung Grenzbereich unterwegs sein. Die Lenkung ist wirklich schön direkt. Nur die Schaltvorgänge der 7-Gang S-Tronic könnten flotter vonstatten gehen. Das Dach öffnet sich übrigens in superschnellen 10 Sekunden. Dann hört man ihn ungedämpft.
den 400 PS starken 2,5 Liter Fünfzylinder. Er macht die dritte Generation zum stärksten TT-RS aller Zeiten. Der Fünfender hat eine große Fanbase. Die außergewöhnliche Zündfolge von 1, 2, 4, 5, 3 sorgt für einen einzigartig grollenden Klang. Im Vergleich zu größeren Motoren spart er außerdem Platz, Gewicht und Benzin. Den ersten Fünfzylindermotor baut Audi 1976 in den Audi 100 C2 ein, damals ein Novum. Der Audi 100 sollte höher positioniert werden. Doch ein Sechszylinder-Reihenmotor hätte das Auto zu kopflastig gemacht. So wurde dem bei VW verbreiteten Vierzylinder einfach ein weiterer hinzugefügt. Unter den drei Motorversionen 1,6 Liter 85 PS, 2 Liter 115 PS und 2,2 Liter 136 PS ist die stärkste Ausgabe der Fünfzylinder als Benzinmotor eine technische Novität. Seine Vorteile: die hohe Laufkultur, er hat ein Sechszylinder-Klangbild und ist sparsam im Verbrauch. Bei seiner Präsentation sorgt der Audi 100 der zweiten Generation mit diesem Motor für Aufsehen und die Geschichte des Fünfzylinders wird fortgeschrieben. Heute gilt der Motor vor allem auch als besonders sportlich. Dieses Image bekommt er vor allem durch den Einsatz im legendären Audi Quattro. 1980 leistet der 200 PS. Die Verwendung in den Audi-Rallye-Fahrzeugen der 1980er Jahre tut ihr Restliches. Nicht zuletzt der legendäre Audi Sport Quattro S1, mit dem Walter Röhrl 1987 das Bergrennen am Pikes Peak gewinnt, macht den Fünfzylinder legendär. Gegen den 600 PS Boliden und seinen begnadeten Fahrer hat kein anderer Teilnehmer eine Chance. Dennoch, richtig durchsetzen konnte sich der Fünfender letztlich nicht. Seit Vierzylindermotoren ähnliche Leistungen bringen, gehört er zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Bei Audi fahren nur noch der RS3, der RSQ3 und eben der TT-RS mit 5 Zylindern vor. Spätestens mit Druck auf die Auspuffklappentaste in der Mittelkonsole wird der RS-Klang scharf gestellt und sorgt bei seinen Fans für Glücksgefühle. Der Topspeed des TT-RS beträgt eigentlich 250 km/h. Doch optional kann er auf 280 angehoben werden. Damit gehört er auf der Autobahn zu den Schnellen. Durch seine gute Straßenlage und den unbändigen Vorwärtsdrang ist die linke Spur für ihn die richtige. Den Namen TT hat er von seinen sportlichen Urahnen. Sein Fünfzylinderherz eine Reminiszenz an die legendären Rallye-Autos der 80er. Diesen Spirit vermittelt er bis heute. Hoffentlich bleibt beides den RS-Modellen noch lange erhalten. Jetzt packen wir nochmal 3 Zylinder obendrauf. V8.
Brabbeln im Leerlauf. Gasstöße gleichen einem satten Schnurren. Und auf Kommando folgt ein angsteinflößendes Donnergrollen, inklusive Gewitterwolken. Was für eine Poserkarre. Oder kann das C63S Cabriolet auch anders? Neben Kombi, Limousine und Coupé kommt 2016 erstmals auch ein Cabrio in die C-Familie und löst als brachiale AMG-Version den 2010 eingestellten CLK 63 ab. Ein C63-Fahrer will zeigen, was er hat. Automatisch folgen alle Blicke dem Stuttgarter, wenn er mit offenem Klappenauspuff naht. Die C-Reihe ist bei AMG das volumenstärkste Modell. Sie trägt maßgeblich zum Erfolg bei. 2017 hat AMG weltweit insgesamt 132.000 Autos verkauft. Damit ist der Absatz erstmalig sechsstellig. Aufpreis für das dunkelrote Akustikverdeck 300 €. Zu dumm nur, es macht viel mehr Spaß, es in 20 Sekunden im Kofferraum zu versenken und dem puren V8-Sound zu lauschen. Man muss den C63S nicht lange fahren, um zu merken, dass das Poser-Image nur eine Seite der Medaille ist. Er ist komfortabel und schick, was ihn als Daily Driver prädestiniert. Mit geschlossener Auspuffklappe kann man seriös an der Oper vorbeifahren. Auf der anderen Seite gibt der Adrenalin-Junkies, was sie wollen: Speed. Mit AMG Drivers Package sind 280 statt 250 km/h drin. Wir haben auf der Autobahn sogar fast 300 geschafft. Das rote Dach wirkt eher edel. Ist der dominant blubbernde Motor aus, kann man dem C63S Cabrio glatt ein wenig Understatement vorwerfen. Breite Backen und AMG-Schriftzüge deuten zurückhaltend die Top-Motorisierung an. Nachteile? Die üblichen in der 500 PS-Liga. Wer es schafft, den C63S unter 10 Litern Verbrauch zu fahren, kann sich ins Guinness-Buch eintragen lassen. Außerdem sind gut 90.000 € für ein Cabrio ein stolzer Basispreis. Auch wenn es in 4,1 Sekunden auf 100 beschleunigt. Das Buchstabenkürzel S steht für die verschärfte Top-Motorisierung von AMG. 510 PS, 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das C63S Cabriolet fährt in jeder Situation genauso, wie es der Fahrer möchte. Will man entspannt reisen, lässt das Fahrwerk einen über die Straßen schweben. Sollen Bestzeiten in den Asphalt gebrannt werden, geben die 265 mm breiten Hinterreifen den nötigen Grip. Und wer es drauf anlegt, bekommt den C mit Leichtigkeit zum Übersteuern. Sein schärfster Konkurrent, das BMW M4 Cabriolet. Das hat zwar nur 450 PS Leistung, aber einen ähnlich hohen Spaßfaktor. Beide sind bekannt für Freude am Querfahren und für dieses gewisse Poser-Image. Zu Unrecht, denn es kommt auf die Fahrer an. Auch wenn die Autos die Integrität ihrer Fahrer ständig auf die Probe stellen. Sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, wird im nächsten Auto garantiert nicht leichter.
Das Wort prollig kommt einem bei ihm nicht in den Sinn. Ein exklusiver und luxuriöser Abend passt eher zu dem Auto, das hier präsentiert wird. Der McLaren 570S Spider. Der Einstieg durch Flügeltüren, ein stylischer Blickfang. Das Cabriolet ist die dritte Karosserievariante der sogenannten Sport Series von McLaren. Der erste Vertreter dieser Einstiegsserie ist der 570S. 2015 kommt der 570 PS starke Sportwagen auf den Markt. Weniger Leistung bringt nur der baugleiche 540C. 2016 kommt die luxuriöse Variante GT mit geringerer Federsteifigkeit für mehr Fahrkomfort. Das Glasdach sorgt für ein besseres Raumgefühl. Der Spider komplettiert die Baureihe. Optisch ähneln sich die Modelle der Sport Series extrem, doch ist das Hardtop im Kofferraum verschwunden, ergibt sich eine ganz neue Silhouette. Am Heck ist die Abreißkante 12 mm höher als bei den geschlossenen Modellen, aus aerodynamischen Gründen. Hier möchte wohl jeder Autonarr einmal Platz nehmen. Der Innenraum des McLaren ist stylisch, technisch und fahrerorientiert. Alcantara und Leder sorgen für den nötigen Luxus. Barcelona an der Costa Brava. Der Spider passt zur hippen Mittelmeermetropole. In keinem Auto kommt man einer Stadt näher als in einem Cabriolet. Der 570 fühlt sich unglaublich schnell vertraut an. Die Reaktionen der Menschen durchweg positiv. Cabrio-Feeling ist einzigartig und offenbar auch für McLaren-Kunden besonders wichtig. Cabriolets sind für uns sehr wichtig. Beim 650S zum Beispiel haben wir 80% Spider verkauft. Dabei wurden die Modelle gleichzeitig präsentiert. Unsere Kunden wollen definitiv Cabrios. Sonne im Gesicht, Wind im Haar, die Vibration des Mittelmotors im Rücken. Man kann sich kaum dagegen wehren, dass einem der 570S Spider auf den ersten Metern schon sympathisch wird. Der Klang des 3,8 Liter V8 hat mit schamlos bollerndem Ami-Sound aber wenig zu tun. Der McLaren überzeugt eher mit einer wohlklingenden Klangkomposition. Seine Schokoladenseite zeigt der Hecktriebler beim Handling. Er liegt auf dem Asphalt wie festgeklebt. Kontrollverlust, Fehlanzeige. Auch die Lenkung ist ultra präzise. Unser Getriebe traumhaft. Ein Zug am Schaltpedal und zack, nächster Gang. Ohne Verzögerung. Nur die harte Federung könnte Genussfahrern sauer aufstoßen. Der Wagen könnte noch deutlich schneller, wäre da nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Man muss sich schon sehr zusammenreißen, um mit diesem Wagen nicht übermütig zu werden. So sehr der McLaren begeistert. Beim Blick in die Runde wird klar, die Konkurrenz ist hart. Der Porsche 911 Turbo S leistet mit seinem 6-Zylinder-Boxermotor im Heck 580 PS und hat Allrad. Der nahezu perfekte Alleskönner hat eine riesige Fanbase, kostet aber auch 220.000 €. Der Audi R8 kommt mit seinem V10-Motor in der Plus-Version auf 610 PS. Auch er hat Allrad und kostet, wie der Mac, 210.000 €.
Nicht zuletzt wegen seiner scharfen Optik fliegen ihm die Herzen zu. McLaren ist gegenüber den Etablierten ein Exot. Doch an Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Jeder Hersteller wäre selbst schuld, wenn er sich die Konkurrenz nicht anschauen würde. Es geht darum, eine Benchmark zu setzen, und jede Firma tut das. Wir wollen verstehen, welche Innovationen kommen, in welche Richtung die Mitbewerber gehen. Natürlich hat jeder seine eigene Strategie. Für uns gehört der V8 Turbomotor der M38T zum Fundament dieser Plattform. Er ist sehr erfolgreich, wurde schon 3-mal Motor des Jahres. Er ist einfach die beste Option für dieses Auto. Dieser Motor hat sich schon im Coupé bewährt. Und zwar auch auf der Rennstrecke. McLaren kommt aus dem Rennsport. Jeder kennt das Formel-1-Team. Und die Straßenfahrzeuge profitieren vom Know-how der Rennsportabteilung. Aber Cabrio und Rennstrecke, passt das zusammen? Rennstrecke und das Spider, die Performance ist einfach nicht schlechter. Die Carbonstruktur des Fahrzeugs bietet genug Steifigkeit. Die Frontscheibe sorgt für den Überrollschutz. Also auch wenn das Verdeck unten ist, gibt es keine Kompromisse bei der Performance. Mit offenem Dach über die Rennstrecke, wie könnte man das nicht lieben? Doch der Grund, sich ein Cabrio zu kaufen, dürfte woanders liegen. Die Beschleunigung mit offenem Verdeck, das Gefühl vom Wind im Haar. Einfach fantastisch. Und weil unsere Autos eben die Carbonstruktur haben, gibt es keine Nachteile in Sachen Performance im Vergleich zu einem Coupé. Es bietet das Beste aus beiden Welten. Auch wenn die Verkaufszahlen von McLaren im einstelligen Tausenderbereich liegen und nicht an Porsche oder Audi heranreichen, Exklusivität ist ein Pluspunkt für Käufer. McLaren hat sich im Sportwagensegment gut eingerichtet. Der komfortable 570 GT, der sportliche S und der Spider machen zusammen 2/3 der gesamten Verkäufe der Marke aus. Aber Ben hat eine ganz persönliche Empfehlung. Welchen ich nehmen würde von der Sport Series? Definitiv den hier. Man muss keine Kompromisse machen. Dieselbe Fahrdynamik. Dazu der wunderbare Klang, wenn man mit offenem Verdeck fährt. Den hat man im Coupé nicht. Also ja, definitiv den Spider. Der McLaren 570S Spider ist wirklich ein absoluter Traumwagen und macht es einem schwer, Kritikpunkte zu finden. Motorsport für die Straße? Wir wollen mehr davon. Der Mercedes AMG C63S und das leidige Lied vom Proll-Image, das wird ihm wirklich nicht gerecht. Er ist schick und bringt den extra Adrenalinschub. Der Audi TT RS sorgt für Emotionen hinterm Lenkrad und hat definitiv einen der coolsten Motoren der Audi-Modellpalette. Mit diesen Autos wird der Sommer besonders heiß.